Hey Leute, Kona hier. Es ist der 1. April 2021, der 10. Geburtstag der Guild Wars 2 April Fool's Jokes. Es gibt quasi keinen besseren Zeitpunkt, sich anzusehen, was den Scherzkeksen unter den Entwicklern über die Jahre so eingefallen ist, um ihren Spielern einen Streich zu spielen. Viel Spaß! Der Full Release von Guild Wars 2 war am 28. August 2012. Schlussfolgern könnte man, dass der erste Guild Wars 2 April-Scherz seitens ArenaNet im April 2013 war. Tatsächlich ging es aber bereits im April 2011 los. Zu dieser Zeit wurden die in Guild Wars 2 spielbaren Klassen in Reveal-Trailern vorgestellt. Und am 1. April kam schließlich dieser Trailer dazu. Get down, get down. Eine Vorstellung der damals 9. Klasse Kommando. Eine moderne Spezialeinheit mit Maschinengewehren, Granaten, Scharfschützen, irgendwie ironisch, wenn man mal darüber nachdenkt. Sogar Luftunterstützung kann die Klasse per Funk rufen. Arena 1 to command, requesting air support. Commando Arena 1, unleashing the hounds. Damals wurde auf der offiziellen Seite von Guild Wars 2 außerdem eine vollständige Seite über die Kommandoklasse eingefügt, samt Concept Art, Informationen über Skills, Fahrzeuge und Mechaniken. Nachdem dann der April-Scherz im Jahre 2012 ausgefallen war, fand ein Jahr später der vermutlich beste und bekannteste Gag von ArenaNet seinen Weg in das Spiel. Victory is ours. Whoa, Ricklock Brimstone! Now, the journey continues with a Super Adventure Box. Ridlock bringt die Super Adventure Box in die Kinderzimmer seiner Spielerschaft. Travel through a strange world of great danger and mesmerizing beauty. Mit dieser epischen Werbung im Stil der 80er Jahre wurde das seitdem wiederkehrende Event damals angekündigt. You'll need lightning reflexes, nerves of steel. Auch wenn ich schlecht im Springen bin, spiele ich jedes Jahr zumindest ein wenig am Super Adventure Box Festival mit. Hoffentlich geht das bald mal weiter. Wichtige Ankündigung: Euer Kopf ist riesig! Der 1. April 2014 war der Tag der riesigen Wabbelköpfe. Der Grund? Eine Studie habe gezeigt, dass Spieler sich mit ihrem Charakter im MMO ihrer Wahl verbundener fühlen, wenn dieser einen Kopf hat. Wow. Das kann ja dann nur bedeuten, dass dieses Gefühl emotionaler Verbundenheit mit der Größe des Kopfes zunimmt. Also, boop. Lustig. Auch dieser Scherz ist als Wackelkopflabor im Spiel geblieben, was sich übrigens mit einem anderen April-Scherz gut verbinden lässt, aber dazu später mehr. Bis dahin, runter damit. Sepia-Filter aktivieren, Pilotenhelm aufsetzen, Arme ausstrecken und bitte freundlich lächeln. Der 1. April 2015 ist der Erinnerungstag an die Piloten oder so. Einen Tag lang wurde euch dieses gezwungene Lächeln aufs Gesicht geklebt. Selbst beim Kämpfen blieben eure Arme so komisch ausgestreckt, begleitet von Flugzeuggeräuschen, sage ich mal. Und wer sein Post-Processing aktiv hatte, durfte diesen wunderbaren Filter genießen. Außerdem gab es eine besondere Musik, wenn man gestorben, quasi abgestürzt ist. Mit der Erinnerungskiste des Piloten könnt ihr auch diesen Scherz noch heute wiederbeleben. Ich hasse es. 2016 bis 2018 war das dunkle Zeitalter der April-Scherze in Guild Wars 2. Alles, was wir in dieser Zeit bekamen, waren humorvolle Patch-Notes. 2018 gab es immerhin 2 kleinere Scherze. Auf dem offiziellen Guild Wars 2 Twitch-Kanal wurde ein 15-Stunden-Cooldown abgespielt. Es folgte das Seeds of Power-Video über das Feature, dass sich Charaktere jetzt hinsetzen können, und dann eine einstündige Aufnahme eines menschlichen Charakters, der auf einem Stuhl sitzt.
Außerdem wurde eine Scherzankündigung zum WVW veröffentlicht. Es sollte ein sogenanntes Allianzsystem implementiert werden. Manche Spieler glauben noch heute, dass das ernst gemeint war. Der Aprilscherz 2019 griff das Sitzen-Feature aus dem Vorjahr auf. Den ganzen Tag wurden Pupsgeräusche abgespielt, wenn ein Charakter sich hinsetzt. Ein wahrer Klassiker. Die Golden Sink. Das Prestige-Item schlechthin für eure Gildenhalle. Am 1. April 2020 wurde dieser Wohlstand ausstrahlende Gegenstand ins Spiel gebracht und war für 10.000 Gold zu akquirieren. Wer ein goldenes Waschbecken hat, ist entweder steinreich oder hat dieses Waschbecken zu lange nicht gereinigt. Doch viel wichtiger war das schillernde Elixier, welches Spieler an diesem Tag per Post erhielten. Nach dem Konsumieren dieser gelben, nicht verdächtig wirkenden Flüssigkeit waren für den Spieler überall in Tyria verteilt riesige Katzen sichtbar. Außerdem hinterlässt man beim Gehen eine Spur von Katzen. Sehr süß, aber irgendwie auch bedrohlich. Und an genau dieser Stelle bietet sich das Wackelkopflabor an, um diese Katzerei auf die Spitze zu katzen. Big. 1. April 2021. Ihr bekommt einen Choya-Trank geschenkt und die Katzen sind wieder zurück. In Löwenstein gibt es einen Choya, der euch Erfolge gibt, wenn ihr euch besonders in den verschiedenen Spielmodi von Guild Wars 2 angestrengt habt. Da dies auf Vertrauen basiert, könnt ihr wie ich einfach direkt die Erfolge annehmen. Übrigens noch zum Choya-Trank, mit dem kann man kämpfen. Eure Waffen schweben dabei einfach neben euch her und lasst mal diese Laufanimation auf euch wirken. Einen Bonus-April-Scherz habe ich für euch noch übrig. 2010 gab es wohl bereits einen inoffiziellen Gag der Community. Es wurde das Gerücht verbreitet, dass in Guild Wars 1 Beta-Keys für Guild Wars 2 gedroppt werden können. Einlösen könne man sie, indem man sie im Inventar doppelklickt, den dort angezeigten Code kopiert und auf dieser Seite einlöst, welche im Guild Wars 2 Wiki verlinkt ist. Man wird dann jedoch zu einem YouTube-Video weitergeleitet, welches ich aus urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen sollte. Gern könnt ihr aber selbst auf den Link im Wiki klicken. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr wurdet heute nicht zu sehr veräppelt. Habt frohe Ostern und bleibt gesund. Hab euch lieb. Bis bald. Luni Izumi-chan!